Filmo. Filmfakten. Godzilla, die Königin der Nacht und ein verkannter Songtexter. Wir beleuchten, was Bob Marley mit den Opernhauskrawallen zu tun hatte, was der Videoladen ist und auf welch ungewöhnliche Weise der Film mehr als 40.000 Zuschauer erreichte. Der Kultfilm Zürich-Brand beginnt mit der Schilderung des allgemeinen Klimas in Zürich um 1980. Die Schwarz-Weiß-Ästhetik spiegelt das graue, zubetonierte und kalte Zürich von damals wider. Durchbrochen wird die Monotonie auf Textebene durch kämpferische Gedichte, Polemik und Satire. Gesprochen und geschrieben von Silvano Speranza. Die ganze Stadt ist mit zähen Fäden durchzogen. Wir fühlen uns nicht mehr allein. Auf der Tonebene sind Walfischgesänge und die Musik der Punk-Rock-Band The Box zu hören. Und auf Bildebene sehen wir zahlreiche Überblendungen, eine Eiswüste, Atomexplosionen, Marlboro-Päckchen, Panzerfahrzeuge, Indianerstämme. Zum Gesang einer eigens dafür beauftragten Sängerin, die sich Königin der Nacht nannte, kulminieren die Aufnahmen schließlich in den Videoaufnahmen der 1980 real hereinbrechenden Opernhauskrawallen. Die Ouvertüre zu einer neuen, bösen Oper. Am Abend des 30. Mai 1980 fand vor dem Opernhaus Zürich eine Demonstration statt. Durch Flugblätter, Piratenradios und vor allem durch Mundpropaganda war dazu aufgerufen worden. Im Vorfeld der Abstimmung über den Kredit von 60 Millionen für das Opernhaus wollten um die 200 Personen, die sich selbst die Kulturleichen der Stadt nannten, Opernhausbesucher auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Sie forderten eine Förderung alternativer Kultur und ein autonomes Jugendhaus in der Stadt Zürich. Nachdem 30 Polizisten in Kampfmontur aus dem Opernhaus stürmten, um die Demonstration aufzulösen, kommt es zu ersten Scharmützeln. Immer mehr Personen strömten in die Innenstadt, als sie von der Auseinandersetzung zwischen den Demonstranten und der Polizei hörten. Am gleichen Tag startete Bob Marley in Zürich seine Uprising-Tour. Als Bob Marley am Ende die letzten Töne von Get Up, Stand Up singt, kommt an den Zürcher Tramhaltestellen die Durchsage, der Verkehr sei am Bellevue wegen Unruhen beim Opernhaus unterbrochen. Tausende Konzertbesucher, die noch Bob Marleys Aufforderung zum Widerstand in den Ohren haben, ziehen in die Innenstadt und beteiligen sich spontan an den Opernhauskrawallen. Zwischen Polizei, Demonstranten und Passanten kommt es zu brutalen Auseinandersetzungen mit Tränengas und Gummischrot. Der Opernhauskrawall bildete den Auftakt einer 2 Jahre andauernden Phase, die von immer wieder in Gewalt ausartenden Straßenprotesten geprägt ist. Daraus entwickelten sich neue Formen kultureller und politischer Manifestationen rund um das autonome Jugendzentrum, das AJZ. Der Soziologe Heinz Nick filmte die Ereignisse mit seinen Studierenden. Das Vorführen der Videoaufnahmen wurde vom damaligen Zürcher Erziehungsdirektor Alfred Gilgen mit einem Vorführverbot belegt. Das ist meiner Meinung nach keine Störung vom Dialog und auch keine Provokation, sondern ein durchaus normales Vorgehen. Was in der Folge für ziemlichen Wirbel an der Universität sorgte. Wir demonstrieren da unsere Solidarität mit einer Projektgruppe von Ethnologen und es soll so klar sein, auch für den Gilgen, dass da jetzt der Kampf angefangen hat. Der Videoladen. Das war eine Gruppe um die 8 Personen, die sich seit 1979 in einem Keller im Zürcher Niederdorf trafen. Sie verstanden sofort, es ist etwas Wichtiges passiert. Mit den neu gekauften Portapax, portablen Spulenmaschinen, begannen sie die Ereignisse zu dokumentieren. Nach 3-4 Monaten hatten sie bereits 50 Stunden Videomaterial gesammelt. Also beschlossen die 4 Videoladenleute, daraus einen Film, eine Art Chronik der laufenden Ereignisse der Jugendbewegung zu machen. Radio 24, Besetzung Helmutstraße, Opernhauskrawalle, Nacktdemo, Sendung CH-Magazin. Haben Sie nicht den Eindruck, dass der massive Einsatz schon von Anfang an doch die ganze Stimmung zu stark angeheizt? Gar nicht.
Die Filmemacher waren damals anfangs 20. Der Film wurde in der Wohnung von einem Videoladenmann geschnitten, da er gerade sturmfrei hatte. Seine Eltern waren über ein Jahr weg. Schnitt und Montage waren aufwendig. Schneiden konnten sie mit ihren Geräten nur sequenziell. Das heißt, eine Szene nach der nächsten. Wollte man etwas ändern, hieß es, von vorne beginnen. Für die Montage mussten sie mit separaten Kameras direkt den Bildschirm abfilmen, live mischen, wieder aufzeichnen und schlaufen. Bis Ende Dezember 1980 schnitten die 4 100 Stunden Videomaterial. Es sollten nicht einfach nur Fakten dokumentiert werden. Die 4 stellten sich auch einem ästhetischen Anspruch. Wie die Bewegung selbst orientierten sie sich an Dada, Punk, russischem Konstruktivismus und Trash gleichermaßen. Die temporäre Fassung von Züri Brandt wurde im Herbst 1980 in der Roten Fabrik gezeigt und schlug ein wie eine Bombe. Der Film wurde 1981 an den Solothurner Filmtagen gezeigt und sorgte für Aufruhr. Tränengaspetarden wurden gezündet, das herausgeputzte Städtchen versprayt. Züri Brandt, Solothurn, pennt. Ein streckenweise hervorragend gemachtes Pamphlet. Seine expressionistische Emphase und dadaistische Bürgerschreck-Attitüde sind jedoch nicht im geringsten an auch nur einigermaßen objektiver Informationsvermittlung über die Vorgänge im Verlauf des letzten Sommers interessiert. Diese Bürgerschrecksattitüde sorgte in der Schweiz für Aufsehen. Jürg Hassler, Regisseur des Films Krawall von 1969, filmte das Video mit einer 16-mm-Kamera von einem Monitor ab. Die Filmkooperative half und Edi Stöckli, der damals Pornokinos betrieb, stellte das Walche-Kino zur Verfügung. 40.000 Eintritte konnte Züri Brandt verbuchen. Auch im Ausland wurde der Film gezeigt. Züri Brandt lebt von seinem Biss und Witz, seiner Polemik und Satire. Gleichzeitig ist der Film ein historisches Dokument einer Bewegung, die neben einem autonomen Jugendzentrum vor allem eins wollte: Verwirrung stiften, irritieren und eine neue Sprache sprechen, die nicht verstanden wird. Der Film endet mit dem Song Züri Brandt und einer Montage aus Godzilla, Aufnahmen von einstürzenden Gebäuden, Explosionen und den Straßenschlachten von Zürich 1980. Der titelgebende Song Züri Brandt wurde von der damals 14-jährigen Sarah Scher von der Punkband TNT gesungen. Mitgeschrieben wurde der Song von Paul Weixler, der als Autor nie erwähnt wurde. Seit den 80ern bewegte er sich zwischen Bühne, Wahn und Psychiatrie. Erst 2017 stellte er seine ultimative Version fertig und performte diese in einem Zürcher Buchladen. Es dauerte lange, bis Zürich brannte, und als es endlich Feuer gefangen hatte, fand dieses keine Nahrung mehr. Denn der Beton tönt hohl und will nicht brennen. Ein Supersicherheitsklotzgefängnis ist kein Scheiterhaufen, aber modern. Andächtige Monotonie, riesige, planierte Flächen vor den Einkaufszentren, so leer und wunschlos wie die Köpfe der Familienväter am Sonntag. Doch unten, wo der Verputz zu bröckeln beginnt, wo verschämte Rinnsale, Kleenex sauberer Menschenersche zu stinkenden Kloaken zusammenfließen, da leben die Ratten, wild wuchernd und fröhlich, schon lange. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch